Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Bremsentausch bzw. die Bremsenerneuerung am M2 Competition, Baujahr 2019, also F-Serie F87. Wie ihr sehen könnt, die Bremsen haben jetzt schon ganz schön was mitgemacht. Das ist jetzt tatsächlich der erste Satz Bremsscheiben, wo ich jetzt zumindest mal prüfen möchte. Also ihr seht das ja schon rein optisch, sieht das alles nicht mehr so frisch aus. Ich hole auch gleich nochmal eine Lampe, dann sieht man das wahrscheinlich ein bisschen besser. Auf jeden Fall haben die eben schon ein bisschen gelitten, die Scheiben. Das heißt, ich will heute auf jeden Fall einmal die Dicke messen. Ich habe ja eine neue Scheibe als Referenz. Zudem steht auch normalerweise auf den BMW-Scheiben immer die Mindestdicke drauf. Nichtsdestotrotz, selbst wenn jetzt die Mindestdicke hier noch nicht unterschritten sein sollte, werde ich die Bremsscheiben auf jeden Fall tauschen, weil, wie gesagt, das Auto halt hauptsächlich auf der Rennstrecke bewegt wird. Und da ist mir das dann einfach ein bisschen zu heikel, jetzt hier das Ganze bis ans letzte Minimum auszunutzen. Deswegen wird auf jeden Fall Bremsscheibe als auch Bremszange und Bremsbeläge gewechselt. Warum Bremszange? Ich habe hier auch komplett neue Bremszange. Warum habe ich das jetzt so gemacht? Die habe ich sehr günstig gefunden. Und so habe ich eben 2 Sätze. Sprich, ich kann den neuen Satz verbauen und dann in Ruhe den alten Satz aufarbeiten. Dafür habe ich mir auch entsprechende Teile besorgt, damit ich das dann in einem anderen Video, die alten Bremssättel, wieder aufarbeiten kann. Also sprich, was heißt wieder aufarbeiten? Das Ganze ist ja hier eine 6-Kolbenanlage an der Vorderachse und wir haben eben hier die Bremskolben. Die werde ich dann erneuern am alten Sattel und eben auch die entsprechenden Gummidichtungen, damit da Staub und Feuchtigkeit draußen bleibt. Die sind an der einen Bremszange, die ich jetzt im Einsatz habe, sogar eingerissen. Das heißt, da muss ich jetzt auf jeden Fall wechseln, die Bremszange. Und ja, deswegen habe ich mir eben einen zweiten Satz geholt, um das machen zu können. Zusätzlich dazu auch entsprechende Kleinteile, gehe ich gleich drauf ein. Plus eben auch hier ein Werkzeug, um die Dicke der Bremse zu messen. Und natürlich auch neue Bremsbeläge. Ich fahre dann wieder Pagid RSL 29. Habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht und bei denen bleibe ich. Und für die Bremsscheiben habe ich jetzt welche von Zimmermann gewählt. Die waren ein bisschen günstiger als die Original BMW-Scheiben. Ich hatte ja in irgendeinem früheren Video auch mal so Bremsscheiben aus den USA gezeigt. Die habe ich dann, also die wurden beworben mit, dass die leichter sind. Die waren auch leichter, aber das war im Grammbereich. Insofern war mir das dann zu heikel, das mit dem TÜV und sowas alles abzuwursteln oder abzuwickeln. Deswegen habe ich mich jetzt für Erstausrüsterqualität von Zimmermann entschieden und so sollte das passen. Ich packe euch jetzt mal aufs Stativ und dann schauen wir uns die Bremsscheibe, die jetzt am Auto ist, noch mal ein bisschen genauer an. So, ich habe euch jetzt mal aufs Stativ gepackt. Hier ist jetzt, wie gesagt, alte Bremsscheibe, alter Bremssattel. Und wie ihr sehen könnt, das ist ein geschlossener Bremssattel. Bedeutet, der ist hier hinten komplett zu. Also da ist eben, ich positioniere die Kamera noch mal ein bisschen um. So, jetzt müsst ihr das besser sehen können. Was heißt das, geschlossener Bremssattel? Bedeutet einfach, wenn wir uns das anschauen, macht da mal Licht drauf, ist der hier hinten eben geschlossen. Das heißt also, die Bremsbeläge, wenn ihr jetzt die Splinte entfernt, könnt ihr die Bremsbeläge verständlicherweise aufgrund des Topfes hier weder nach vorne noch nach hinten rausnehmen. Es gibt Bremsbeläge, zum Beispiel bei der Standardbremse, der blauen, wo 4 Kolben vorne und ich glaube 2 Kolben hinten sind. Da ist es so, da ist hier offen und ihr könnt die Splinte raustreiben und die Bremsbeläge nach hinten rausnehmen, müsst also den Sattel nicht demontieren. Bei der Lösung, wie gesagt, ich tausche den Sattel jetzt sowieso, aber da ist es eben so gelöst, dadurch, dass der geschlossen ist. Das gibt dem ganzen Sattel nochmal mehr Steifigkeit, dass der eben, wenn da hart gebremst wird, sich auch nichts irgendwie, ja, sage ich mal, ausdehnt oder weitet, ne, und sozusagen die Bremsleistung verloren geht. Das wird normalerweise gemacht, um einfach dafür zu sorgen, dass mehr Steifigkeit im Bauteil ist und eben die Kraft, die Bremskraft perfekt oder optimal in Richtung Bremsscheibe übertragen werden kann. Wie gesagt, ich wechsle den Bremssattel jetzt aus, aber normalerweise, wenn ihr nur Beläge macht, müsst ihr auch den Bremssattel abnehmen. Da ist dann wichtig, habe ich mir auch bestellt, neue Schrauben. Das sind die Schrauben, die soll man nicht zweimal verwenden. Ich muss ehrlich sein, ich habe sie auch schon zweimal verwendet, weil ich habe schon einmal Beläge oder ich glaube sogar schon 2-3 Mal Beläge gewechselt. Und einmal bei dem Wechsel habe ich die bestehende Schraube verwendet und einmal habe ich neu gemacht. Diesmal habe ich wieder eine neue Schraube bestellt. Also es hat auch bei dem einmal, wo ich die Schrauben wiederverwendet habe, geklappt. Aber dadurch, dass das ja hier ein sehr, sehr diffiziles Bauteil ist, geht ja hier darum, dass ihr entsprechend auch verzögert, würde ich euch empfehlen, nehmt da immer, so wie BMW das empfiehlt, bestellt das bei BMW im Teilehandel, eine entsprechende neue Schraube,
damit da nichts schief gehen kann, und zieht die auch mit dem entsprechenden Drehmoment an. Ich habe den Reparaturleitfaden mir schon ausgedruckt, das heißt, wenn es dann an die Montage geht, werde ich euch wie sonst auch den Drehmomentwert entsprechend einblenden. Ansonsten, wie gesagt, für die Montage oder Demontage, seht ihr ja, werden die Splinte hier rausgetrieben, werden hinten dann entsprechend die Befestigungsschrauben, da gibt es 2 Stück, zeige ich euch gleich nochmal auf der Werkbank am neuen Sattel, da sieht man das schöner, werden die gelöst, dann könnt ihr den Sattel wegnehmen. Jetzt in meinem Fall muss ich natürlich auch die Bremsleitung lösen, ich werde dann auch nochmal komplett entlüften, und dann kann man, wenn man den Sattel abgenommen hat, zum einen die Belege tauschen und zum anderen auch entsprechend die Bremsscheibe. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, hat die eben schon wirklich ganz schön gelitten, und die möchte ich eben nicht weiterfahren, auch wenn sie jetzt noch die Minimaldicke haben sollte. Die steht übrigens hier drauf. Wir haben hier dann die Teilenummer und da steht eben Minimum Thickness 34,4 mm. Und jetzt hätte ich gesagt, jetzt holen wir uns einmal das Werkzeug, womit ich das messen kann. Und dann messen wir einmal, wie viel Dicke denn jetzt hier noch vorhanden ist. So, ich hatte es vorher schon mal einmal kurz gezeigt. Das ist jetzt so ein Werkzeug, um eben die Dicke einer Bremsscheibe zu messen. Bei einer Stahlbremsscheibe ist das der, ja, sage ich mal, Standardweg, um zu ermitteln, ob die Scheibe noch gut ist oder nicht. Hätte man jetzt eine Keramikscheibe wie am M4 GTS, musste man die wiegen. Da geht es dann nach Gewicht. Jetzt habe ich scheinbar ein Loch erwischt. Das war natürlich super clever. Das habe ich hinten nicht gesehen. Gibt es natürlich auch Löcher in der Scheibe. Ist schwer zu sehen, aber ich hätte gesagt, es sind 35. Jetzt haben wir hier einen leichten Grad. Das ist natürlich blöd, da kriege ich das jetzt nicht drüber hinweg. Das heißt, ich muss einmal meinen dicken Kopf ins Bild schieben, um es genau ablesen zu können. Aber ich glaube, es sind 35. Ich mache es mal so rum. Vielleicht geht das so besser zum Ablesen. Ich drehe das Rad mal ein Stückchen. Ja, es sind genau 35, ja, ein Mühe drunter. Ich versuche das hier mal zu arretieren und die Kamera umzupositionieren, dass ihr das dann auch sehen könnt. Ja, knapp unter 35. Also das ist jetzt auch an der Verschleißgrenze, was das Werk sozusagen empfiehlt oder was BMW empfiehlt. Ich positioniere einmal die Kamera um. So, jetzt könnt ihr auch die Skala sehen. Und wenn wir uns das angucken, da ist wie gesagt 35 mm und ihr seht schon, der Anfangsstrich ist leicht unter 35. Also sie würden jetzt rein theoretisch von der Dicke noch in Ordnung sein. Aber wie gesagt, aufgrund des Tragbilds und allem gehe ich da jetzt kein Risiko ein. Jetzt haben wir auch nur eine Stelle gemessen. Jetzt schiebe ich das Ganze mal weiter. Bringen wir das wieder an. Kontrollieren wir nochmal eine andere Stelle. Es kann ja auch sein, dass es kein gleichmäßiges Tragbild ist, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ja, da ist eher 35. Also ihr seht schon, so leichte Toleranzen gibt es. An der anderen Stelle war es leicht unter 35. Hier ist jetzt genau 35. Also Quintessenz ist die Grundidee von mir, dass die jetzt einfach getauscht werden müssen. Die ist richtig. Und jetzt hätte ich gesagt, gucken wir nochmal an der Werkbank uns die Teile an. So, jetzt haben wir wie gesagt die Dicke aufgenommen, also die Restdicke. Ich messe auch gleich einmal nochmal die neue Scheibe, wie viel die Original hat. Dann habt ihr den Wert auch mal gehört, gesehen. Hier sind, wie gesagt, ich habe es eben erwähnt, die Verschraubpunkte, die beiden, wo wir die neuen Schrauben brauchen, um das Ganze am Radträger zu befestigen. Die halten dann sozusagen den Sattel und die muss man eben lösen, um den Sattel dann, wenn der jetzt am Fahrzeug verbaut ist, gehen wir jetzt mal davon aus, dass der so rum verbaut ist, dass hier innen ist und hier ist außen. Dann ist es eben so, werden die Schrauben hinten entsprechend befestigt. Und wenn ihr die löst, könnt ihr den Sattel so nach hinten wegziehen und dann eben entsprechend die Bremsbeläge tauschen und neue Bremsbeläge einsetzen. Diesmal habe ich mir auch besorgt so Anti-Quietsch-Pads, sowohl für vorne als auch für hinten. Hinten will ich in dem Video die Belege nicht erneuern, aber das habe ich eben mitbestellt und beim nächsten Mal, wenn die Belege hinten fällig sind, mache ich auch die hinteren. Das sind so kleine Metallblättchen, die setzt man hier ein. Ne? Die sollen zum einen nochmal eine zusätzliche Wärmebarriere sein zwischen eben eurem Bremsbelag und dem Sattel. Sprich, man versucht damit mit diesem Plättchen zum einen Quietschen zu reduzieren, aber eben auch ein bisschen Hitze abzuschirmen von den Bremskolben und der Bremszange. Das heißt, der Wärmeübertrag von dem Bremsbelag, der direkt auf der Scheibe anliegt, wo die meiste Wärme entsteht. Da soll hier so eine kleine Wärmebrücke geschaffen werden und eben so ein Quietschschutz,
der dann die Kolben und auch die Gummis schützt. Ihr werdet sehen, wenn ich den, also bei dem einen Sattel auf der Fahrerseite habe ich es auf jeden Fall gesehen, da ist eben so ein Gummi eingerissen. Das heißt, da kann dann Staub und Wasser eintreten. Wenn das Fahrzeug immer in der Garage ist, ist das Risiko nicht so hoch, aber dennoch ist das Risiko da und deswegen muss das halt erneuert werden. Entweder nur den Dichtring oder jetzt wie in meinem Fall tausche ich gegen einen komplett neuen Sattel und überhole dann den defekten Sattel eben in Ruhe ein anderes Mal. Also wie gesagt, diese Plättchen werde ich noch verbauen. Dann sind hier wieder die RSL 29 Belege von Pagid, hatte ich ja schon erwähnt. Da bin ich einfach hängen geblieben. Die haben für mich super funktioniert. Ich hatte auch schon Original BMW, M-Performance Belege hatte ich schon probiert. EBC, was ein totales Chaos war. Was ich noch nicht probiert habe, was aber auch schon ein paar geschrieben haben, sind eben Endless-Belege. Das ist mir aber einfach zu teuer. Und ich finde, die RSL funktionieren super. Ja, also da habe ich ein schönes Bremsbild, das bleibt auch konstant. Die funktionieren einfach, egal wie viel ich das Auto über die Strecke prügel. Und deswegen bleibe ich in dem Fall bei den RSL 29 Belegen. Das sind so Langstreckenbelege, die werden, soweit ich weiß, auch von relativ vielen Teams in zum Beispiel der VLN gefahren oder der NLS, wie auch immer man das Ding jetzt nennt, also Nürburgring Langstreckenserie. So, und jetzt hätte ich gesagt, baue ich nochmal die Kamera um und wir messen nochmal die originale Bremsscheibe, wie dick die ist, wenn die direkt aus der Packung kommt, als Vergleich sozusagen. So, wie gesagt, ich habe jetzt nochmal umgebaut und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns einmal die Originaldicke an von den Bremsscheiben, wenn die eben komplett frisch sind. Wir haben ja jetzt den Wert abgenommen von der benutzten Scheibe. Kilometertechnisch waren auf der oder sind auf der Scheibe, auf der großen, die jetzt am Fahrzeug verbaut ist, also nicht auf der neuen, sondern auf meiner alten Scheibe, sind so grob 20.000, vielleicht 19.000 Kilometer drauf und davon wahrscheinlich 16.000 Kilometer Rennstrecke oder so grob, ne, grob, also vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber ja, also ich sag mal, nach 15.000 Kilometer Rennstrecke solltet ihr jetzt anhand meiner Erfahrungen auf jeden Fall mal die Dicke eurer Bremsscheiben und das gesamte Bremsscheibenbild kontrollieren, wenn ihr sonst euch da nicht groß drum kümmert. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Ist gar nicht so viel mehr, ehrlich gesagt. Ist knapp über 35. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen erkennen. Und weggefallen. So, ich probiere es mal, ob wir das so besser sehen. Oder ob ihr das so besser seht. Echt schwierig, da einen richtigen Winkel zu finden, weil immer, wenn ich es so ansetze, ist natürlich außerhalb vom Bild. So rum kann ich nicht, so rum ist die Skala nach hinten. Also schieben wir es so rum hin und nicht ins Loch. So. Jetzt müsste man es eigentlich ganz gut erkennen können. Ich werde es dann in der Videonachbearbeitung noch mal ein bisschen reinzoomen. Also wir sind jetzt hier unten bei 35 oder knapp über 35 von der Dicke. Also da waren wir jetzt bei den alten Scheiben bei mir wirklich nicht weit weg. Aber ihr seht ja auch schon, wenn die jetzt knapp über 35 mm haben und die Verschleißgrenze 34,4 mm ist, dann ist da auch nicht viel Spiel. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Verschleißgrenze hier auf den Zimmermann-Scheiben leider nicht draufsteht. Also bei der Original-M-Scheibe, ich blende es euch nochmal ein, ist ja hier aufgedruckt Teilnummer und natürlich die Verschleißgrenze, also wie viel Millimeter das mindestens haben muss. Das fehlt jetzt bei der Zimmermann-Version, aber ja, wie gesagt, dafür war die ein paar Euro günstiger und ist ja eh ein Verbrauchsmaterial oder Gegenstand. Deswegen wollte ich da jetzt nicht so viel Geld investieren. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir nochmal seitlich in den Bremssattel rein, in den alten. Denn ich habe gerade gesehen, auf der Beifahrerseite ist der Gummi auch eingerissen. Das heißt, da können wir das schön sehen, was ich meine. Und dann hätte ich gesagt, geht es im nächsten Video damit weiter, dass wir die Bremsanlage abbauen und eben gegen die neuen Teile tauschen und uns dann die alten Teile nochmal angucken. So, und jetzt eben genau diese Beschädigung, von der ich gesprochen habe. Ich nehme jetzt mal einen Schraubenzieher. Ich denke, damit kann man es dann besser sehen. Hier sind so zwei kleine Risse zu erkennen. Ich hoffe es zumindest, dass man das auf dem Video sehen kann. Ich gebe mal noch ein bisschen mehr Licht dahin. Seht ihr das, wie hier so kleine Risse an der Manschette sind? Ich denke, man kann es erkennen. Ich versuche dann wieder ein bisschen rein zu zoomen. Und da ist eben die Manschette, die Staubschutzmanschette schon eingerissen. Das ist, wie gesagt, der Grund, warum ich auch den ganzen Sattel tausche und eben dann auch in einem anderen Video den alten Sattel aufarbeite, schön sauber mache, die Manschetten tausche, die einzelnen Bremszylinder kontrolliere. Da habe ich mir ein Reparaturset bestellt. Ich habe sogar auch Zylinder bestellt, die ein bisschen hitzeresistenter sein sollen. Da muss ich dann mal gucken,
ob ich das Risiko eingehe und da andere Zylinder drin fahre oder ob ich einfach nur die Originalteile wieder verbaue. Das entscheide ich dann, wenn ich das Ding zerlegt habe auf der Werkbank in irgendeinem anderen Video. Aber wie gesagt, Fokus war jetzt heute erstmal, uns das aktuelle Bild anzuschauen. Jetzt habt ihr einen Überblick. Ihr wisst hier, Verschleißgrenze, wie gesagt, auf der Originalscheibe abgedruckt mit 34,4 mm Minimaldicke und die Originalersatzscheibe, Zubehörersatzscheibe hat jetzt eben knapp über 35 mm. Also richtig viel kann man da von der Bremsscheibe nicht runterbremsen, aber das erklärt ja auch dann, warum sie noch keinen allzu großen Grad hat, nur so einen ganz minimalen, weil einfach die Minimalgrenze noch nicht erreicht ist, aber das Gesamttragbild mir einfach ein bisschen zu schlecht ist, weshalb ich die Scheibe auch jetzt schon wechsle und da nicht nochmal warte und das nochmal weiterfahre. Die hat jetzt einfach genug Stress bekommen, mehr will ich der nicht zumuten. So, insofern hätte ich gesagt, sind wir fürs erste Video durch. Es gibt dann nächste Woche noch einen zweiten Teil, wo ich eben im Detail zeige die Demontage der Scheibe und eben auch den Tausch des Sattels, das Verbauen der entsprechenden Hitzeschutz- und auch Geräuschschutzbleche, neue Bremsbeläge und dann ist das Auto wieder bereit für den nächsten Trackday. Plus natürlich dann auch nochmal entlüften, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im zweiten Teil mit dabei seid, wenn es dann an die wirkliche Demontage und Montage der Teile geht. Bis dahin, wunderschönen Sonntag euch und eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.